Wir wissen gar nicht, ob der nochmal wieder zurückkommt aus dem Koma. Ich bin Albert und weil ich ein paar Mal dem Tod von der Schippe gesprungen bin, ist mir klar geworden, dass es Werte gibt, die einen scheinbar leichter machen. Ich glaube, dass dieses Leben uns geschenkt wird. Überhaupt erstmal. Und wenn es dann noch ein zweites oder noch ein drittes Mal ist, dann ist es immer noch mal ein kleines Wachrütteln. Hey, könnte sein, dass du noch so ein bisschen was hier im Leben vorhast. Was könnte es denn sein? Wenn ich zum Beispiel die letzte Situation ansprechen will, da wo ich einen Herzinfarkt zu Hause hatte. Ich komme aus der Dusche. Alles ist noch normal, gleich werde ich abgeholt zur Arbeit, will mich abtrocknen und trockne mich ab und trockne mich ab. Und ich werde immer nasser. Atmen wird schwierig, weiterhin schwitzen, kein Schmerz. Einfach eine Müdigkeit, wie ich sie so gut wie noch nie hatte. In meiner Hilflosigkeit habe ich meinen Kollegen angerufen, der, weil ich beim Krankenhaus arbeite, Pfleger ist. Und habe ihn gebeten, er möge vorbeikommen, weil irgendwas ist nicht in Ordnung. Durch gezielte Fragen hat er schnell rausgekriegt, dass es entweder ein Herzinfarkt sein muss oder noch irgendwas anderes, was ich jetzt nicht weiß, was er da für sich diagnostiziert hat. Ich wollte mich noch nicht darauf einlassen, dass ich vielleicht ins Krankenhaus müsste. Und ich wollte noch bleiben, ich wollte noch einen Kaffee trinken, ich wollte noch eine Zigarette rauchen. Und er hat es geschafft, mich dann ins Krankenhaus zu bringen. Ich wurde gefragt, ob ich Schmerzen hätte und zack, war ich weg. Das war sozusagen für die nächsten 10 Tage das Letzte, was ich mitbekommen habe. Und wache erst 10 Tage später auf der Intensivstation in der Charité auf. Man bekommt erzählt, was passiert ist und dass man zweimal wiederbelebt werden musste, mitten in einer Operation und auch danach nochmal 2 Tage später, dass da noch was Komplikationen waren und dass die Ärzte gesagt haben, wir wissen gar nicht, ob der nochmal wieder zurückkommt aus dem Koma, was zuerst natürlich war und dann aber künstlich aufrechterhalten blieb. Und ob es vielleicht auch sein kann, dass er nicht mehr alle Funktionen hat, die er jetzt hat oder vielleicht sogar auch nicht mehr ganz klar denken kann. All das war unsicher für die Ärzte und dann auch für die Freunde, die mich besucht haben. Und das erfahre ich aber im Nachhinein. Und da merkt man schon, wow, du hast ganz schön Schwein gehabt, weil, na klar, es brauchte einige Tage, bis ich wieder klar war. Es brauchte mehrere Wochen, bis, keine Ahnung, wenn ich so will, ist die Hand, die ist nicht mehr so flexibel, wie sie war, auch wenn es kein großes Problem ist in meinem Alltag jetzt. Und das Schöne ist, dass ich an etwas ansetzen konnte, was ich schon zweimal auf einer anderen Art miterlebt habe. Einmal bin ich auf Sri Lanka gewesen, schwimmen an der Südküste und bin mehr oder weniger gegen die Strömung, kam ich nicht mehr an und ich kam nicht mehr zurück zum Land. An einem Strand, der traumhaft war und links und rechts kein einziger Mensch. Man möchte das ja manchmal. Ganz allein ist mein Strand, so weit du gucken kannst. Und wenn es dann so ist und man wird rausgesogen vom Wasser, dann ist das gar nicht mehr so witzig. Hilfe schreien ist nicht, ich meine, ich könnte, ja, aber nützt ja nicht. Und Kraulen macht einen so schlapp, dass man sagt, ich habe gar keine Kraft mehr. Da kommen schon so komische Bilder von wegen, ich werde von Haien gefressen. Quatsch, vorher bist du schon an der Unterkühlung gestorben. Das kommt in dem Moment hoch, in dieses, wo man sozusagen gerade in Panik kommen möchte, habe ich mir gesagt, Panik bringt's jetzt gar nicht und die Kräfte sind mit diesem Schnellschwimmen und Kraulen schnell erledigt. Jetzt versuchst du mal ruhig und kontinuierlich in die Richtung zu schwimmen, wo du hin willst und vertraust darauf, dass du auch in einer Stunde oder in 2 Stunden noch Kraft hast, weil du deine Kraft einteilst. Und so habe ich es geschafft, nach, ich würde sagen, einer halben Stunde doch mit dem Zeh schon Sand zu berühren, aber auch nur ganz knapp. Und ich habe richtig gespürt, wie es mich immer noch rauszieht.
Und ich hatte immer noch Schiss, dass wenn ich jetzt die Kraft verliere, damit bumm, wieder da hinten. Da war ich wirklich erledigt. Ich war körperlich am Ende, bin danach auch krank geworden. Aber diese Phase, dass ich angstlos war, sicher, dass alles, was jetzt kommt, ist geschenkt. Und ein Geschenk darfst du würdigen und da gehst du jetzt noch mit wertvoll um. Das hat dann gedauert, intensiv, vielleicht 4, 5 Monate, nicht ganz so intensiv, 1,5 Jahre, so dass sich das zum normalen Alltag wieder begeben hat. Diese Gedanken, die ich dann bei all diesen 3 Malen, wo ich knapp dem Tod entronnen bin, die waren verbunden mit einem Gefühl und einer Gewissheit, die für eine Zeit lang anhielt. Und es ist ein schönes Gefühl, weil schon wieder ist mir zum 3. Mal mein Leben geschenkt worden. Fast schon kurz danach war eine Gewissheit, mir kann nichts passieren. Als wenn sowas, wenn man gläubig ist, Gott hat eine Zeit für dich, du sollst so und so alt werden. Und wenn er es gewollt hätte, dass du jetzt stirbst, dann wärst du jetzt gestorben. Warum sollte er dich eine halbe Stunde später sterben lassen? Das erste Mal, als ich mit 20 Jahren mit meiner damaligen Freundin unterwegs war, in der Senne bei Paderborn. Und da war ein Wasserturm. Und der Wasserturm war aber irgendwie auch so, dass er Fenster hatte. Und da kann man hochklettern. Und als ich dann oben war und über die Mauer gestiegen bin, war so ein kleines Mäuerchen, geht sie um den Turm rum. Und ich gehe mit ihr um den Turm rum, gucke aber auch gleichzeitig zu dieser wundervollen Landschaft. Und plumps, plötzlich weg. Ich habe nicht einmal eine Sekunde geguckt, worauf ich da gehe, wie ich da gehe. Und da war eben einfach eine Luke, puff, bin ich rein. Und bin dann 6 Meter runter auf Steine und Scherben. Ich meine, das Ganze ist noch passiert mit der Freundin, die dabei war, weil die war plötzlich oben. und fragt mich, also da liege ich noch sozusagen wie tot, was machst du denn da? Okay, im Nachhinein ist das voll witzig, weil, ja, was mache ich da? Klar, ich bin hier reingefallen, so, ne? Was ich da interessant fand, erst dachte ich, jetzt bin ich tot. Und dann der zweite Gedanke, wenn ich denke, dass ich tot bin, dann ist es schon nicht schlecht, weil ich kann ja noch denken. So, das war so von wegen, wenn ich jetzt tot bin und kann noch denken, dann existiere ich noch. Dann ist das halb so wild. Und dann der dritte Gedanke war sehr relativ nüchtern, von wegen, wenn ich jetzt mich beobachte, soll ich mich bewegen? Kann ich mich bewegen? Ich hätte voll Schiss, dass ich vielleicht querschnittsgelähmt bin. Dass ich jetzt merke, ich möchte einen Impuls setzen und ich habe echt nicht mich getraut, einen Impuls zu setzen. Schließlich dann doch. Und alles war in Ordnung. Was jetzt kommt, ist geschenkt. Was jetzt ist sozusagen ein Bonusleben. Und das führte auch dazu, dass ich nichts mehr irgendwie erreichen muss, was von mir erwartet wird. Und es führte dazu, dass ich keinen Ehrgeiz entwickeln muss, der mich karrieremäßig irgendwo hinführt. Nach dem 3. Mal, dass ich nochmal Glück gehabt habe, irgendwie am Leben zu sein, hat sich was in mehrerer Hinsicht geändert. Weil ich könnte sagen, im Negativen war es die Sicherheit, wurde angeknackst und ich muss Medikamente nehmen und ich muss irgendwann mal wieder jedes Vierteljahr zum Arzt. Ich habe ja auch aufgehört zu rauchen. Irgendwas will ja wohl noch leben. Einerseits könnte man sagen, ja, ich war 10 Tage weg und habe nichts mitgekriegt. Ich weiß von den Erzählungen meiner Freunde, was sie gemacht haben. Die eine hat mich, wie sie mir erzählt hat, ich habe dich richtig durchgeknetet. Also ich nicht irgendwie mal kurz die Hand gehalten. Ich dachte, da musste wieder Leben rein und ich habe gedrückt und so weiter. Und irgendwas schwingt dann an von wegen, ich weiß, das hat mir gut getan. Weil die Energie, die diese Person hat, die hat mich bestimmt auch mit ins Leben genommen. Genauso ist es mit dem, was hast du erlebt, während du im Koma bist? Hast du ein Licht gesehen? Warst du schon ganz weg und kamst wieder, als sie mit dem Defibrillator irgendwie dich wieder zurückgeholt haben? Das kann ich alles gar nicht wirklich sagen als Fakt. Aber
Ich weiß, was passiert war, als ich wach wurde, nenne ich es mal. Und diese Phase des Wachwerdens war aber eben, ich würde mal sagen, die dauerte für mich eine Woche. Ich brauchte echt lange, um irgendwas zu raffen. Als ich gemerkt habe, dass ich beim Wachwerden ganz seltsame Erinnerungen oder Bilder plötzlich hatte. Ich war gefüllt von irgendeinem Müll. Ich nenne es jetzt mal Müll. Ich mochte zum Beispiel Columbo als Serie, ich mochte Quincy nicht und all dieses, was ich als junger Mensch manchmal im Fernsehen gesehen habe nachts, diese Filme, die liefen da im Fernsehen auf der Intensivstation. Und all dieses wurde zusammengemischt mit dem, was ich an Besuchen hatte, mit den Plänen, die ich vorher hatte. Ich wollte in Urlaub fahren. Ich habe die mit in meine Träume reingebracht. Ich war mit Columbo und Quincy und meiner Schwägerin und meiner Schwester, war ich dann in Spanien und wir haben irgendwelche Mordfälle gelöst. Ein Durcheinander und ich war ein bisschen unzufrieden, fast ein bisschen sauer im Nachhinein, weil ich bin mir sicher, ich hätte gerne ganz leicht auf das Flüstern gehört, was passiert, wenn man langsam wieder wach wird. So wie man auch nicht morgens gestört werden will, wenn man langsam zu sich kommt mit irgendwelchen Themen von außen. So hätte ich ganz gerne sozusagen mich selbst gehabt. Und durch diese Erlebnisse wird man immer wieder darauf gebracht, dass das rein materialistische oder Karriere oder Geld, mögen sie auch einem das Leben erleichtern, allerdings auch ein Hindernis manchmal sein können, weil wenn ich alles habe, dann kann ich mich schnell in Oberflächlichkeiten verlieren, weil es gibt Sachen, hier ist die Steuererklärung und da musst du dieses und du musst noch so und so lange arbeiten bis zur Rente. Und es gibt immer diese Sachen, die mich in diese Welt reinpressen und dieses Erlebnis hat mich da rausgeholt. Und das ist eben wunderbar. So, ne? Dieses Erlebnis sagt, es gibt Sachen, die sind wichtig, wichtig, und es gibt Sachen, die sind irgendwie nur scheinbar wichtig. Und dieses, was mich in diese materielle Sache reinpresst, alles, was mit Ängsten zu tun hat, alles, was mit Druck zu tun hat, alles, was mit Existenzdruck zu tun hat, das hatte mich für eine Zeit lang hat mich das befreit. Es wird immer wieder durch unsere Welt sozusagen dafür gesorgt, dass du in diesem materiellen Ding drin bleibst. Und in diesem Kampf bin ich auch jetzt noch, weil ich würde gerne mehr in diesem, meine Seele schwimmt frei in dieser Welt und hat jetzt gerade diesen Körper und ich brauche mir keine Sorgen machen um gar nichts. Und Angst ist etwas, was uns sozusagen von unseren möglichen Erfahrungen und überhaupt von unseren Möglichkeiten abschneidet. Weil wenn jemand ein gutes Bauchgefühl gehabt hätte bei einer Entscheidung, wenn du ihm vorher Angst einpflanzt, wird die Entscheidung nicht die gleiche sein. Das wird alles enger, es wird alles begrenzter. Und genauso wie ich, wenn ich einen Film gucke, beim Schauspieler ganz dabei bin, wenn ich den richtig sehe, und ich mich dann aber wieder rausziehe, hey, das ist ja nur ein Film, so möchte ich ein bisschen auch mein Leben sehen dürfen, dass ich nicht verhaftet bin in meiner Rolle. Wir lügen uns selber was vor, wir lügen anderen was vor, auch wenn wir es manchmal nicht wollen. Schlimmer finde ich, wenn man sich selbst was vorlügt. Das ist das Dramatischste überhaupt, weil man sich immer einredet, ich bin das und ich bin das und ich bin das. Und man ist es gar nicht. Also darum ist Selbsterkenntnis schon verdammt wertvoll. Wie weit wird das Selbstbild nicht nur beeinflusst von den Dingen, sondern wie weit beeinflusst das Selbstbild die Dinge selber? Und insofern ist mein Selbstbild etwas, was die Wahrnehmung schon verändert, bei der Interpretation, sagen wir mal, der nüchternen Welt. Und dann ist die Frage, was ist die Wahrheit? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, ich nenne das jetzt mal Seelenhygiene, dass wir aufpassen, woran wir glauben, wer wir sind, wie die Welt ist und dass wir das ein bisschen sauber halten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir zur Verwirklichung der Sache, woran wir glauben, beitragen, ist sehr hoch. Ich will nichts Schlechtes, keine negativen Energien in dieser Hinsicht in die Welt bringen. Also das ist mir total wichtig. Und wenn ich am Ende abtrete,
will ich abtreten und darum fühle ich mich auch einigermaßen okay. Ich will mich also abtreten, dass ich sage, ich habe die Welt nicht schlechter gemacht, vielleicht ein bisschen schöner.